Berlin bekommt zurzeit neue U-Bahn-Züge der Baureihen J und JK und viele der JK-Züge fürs Kleinprofil fahren schon auf der U2. Gebaut werden die Züge von Stadler in Pankow. Doch wie wird so ein Zug eigentlich angeliefert und wie schafft er es, hier in Wuhletal im Großprofil auf der U5 quer durch die Stadt bis ins Kleinprofil in die Betriebswerkstatt Grunewald zu gelangen, die Heimat der Kleinprofilzüge? Denn das ist eine ganz schöne Strecke. Wenn die Züge über den Schienenweg angeliefert werden, kommen sie im Osten Berlins an, genau gesagt in Wuhletal. Damit landen die Züge aber erstmal auf der Strecke der U5. Diese neuen JK-Züge aber sollen auf der U1 bis U4 fahren und müssen dadurch zu der zuständigen Werkstatt am U-Bahnhof Olympiastadion gebracht werden, im Westen Berlins. Wie so ein Zug angeliefert wird, habe ich schon mal auf dem Kanal gezeigt, auch hier in Wuhletal. Die IK-17-Züge oder auch der allererste J-Zug, dabei hatten wir aber nur den Blick vom Bahnsteig. Die letzten Neufahrzeuge der Baureihe IK fürs Kleinprofil wurden über die Straße angeliefert, so wie ich es in meiner Reportage vom Kommen und Gehen gezeigt habe. Doch jetzt geht es direkt über die Schiene und wir sind mittendrin. Heute ist es kalt. Es ist der Tag im Januar 2026, an dem gefühlt ganz Berlin auf dem Glatteis ausgerutscht ist. Trotz der Glätte kommen die 6 neuen Wagen, genau genommen 3 Zwei-Wagenzüge, pünktlich in Wuhletal an. Die Anlieferung hat eine Diesellok der DB übernommen, die den Zug in die sogenannte Übergabegruppe rangiert. Von hier können die neuen Wagen von BVG-eigenen Fahrzeugen abgeholt werden und das ist auch ein JK-Zug, genau gesagt 6001. Jetzt habe ich wahrscheinlich vorhin ein bisschen viel mit Fachjargon um mich geworfen. Also Kleinprofil sind die Linien U1 bis U4, Großprofil die U5 bis U9. Die Züge sind einfach unterschiedlich groß. Vielleicht ist das auch mal ein eigenes Video wert. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und auch ganz generell, ich stelle mich hier jetzt öfter mal vor die Linse für meine Videos und plane auch wieder mehr Videos zu produzieren. Ich würde mich riesig über Feedback freuen und ihr kennt auch das Spiel. Like, Abo, Glocke, das würde mir viel bedeuten. Vielen Dank. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, der das Ganze so spannend macht. Der Zug, in dem wir hier gerade sind, ist auch ein JK, also die Kleinprofil-Variante von den neuen Zügen. Wir sind aber auf der U5 unterwegs, also eine Großprofilstrecke. Also andere Größe, andere Stromschienen, andere Polaritäten. Warum der ganze Aufwand? Man hat diesen Zug sozusagen zum Stromwagen umgebaut, um die neuen Züge dann direkt abzuholen. Die neuen Züge haben ihre Stromabnehmer noch nicht dran und wenn sich unser 6001 jetzt an den neuen Zug ankuppelt, kann er diesen auch mit Strom versorgen und dann fahren die Züge aus eigener Kraft in Richtung Klostertunnel, wo es dann zum Kleinprofil geht.
Angekommen im Klostertunnel. Hier stehen sich unsere neu angelieferten Wagen und ein weiterer JK-Zug gegenüber. Der Klostertunnel verbindet das Klein- und Großprofil miteinander. Hier wechseln nun auch die Stromschienen. Daher endet hier der Einsatz für 6001 mit seinen Großprofil-Stromabnehmern und die neuen Wagen werden jetzt an den anderen Zug gekuppelt, der sie dann durchs Kleinprofil bis zur Betriebswerkstatt führt. Der größte Teil ist geschafft. Jetzt geht es noch quer entlang der U2 vom Bahnhof Klosterstraße bis zum Olympiastadion. Dort angekommen werden unsere neuen Wagen in Betrieb genommen, getestet und sind schon einige Tage später mit Fahrgästen unterwegs. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mitgefahren seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.